Hallo allerseits und willkommen zum ersten Teil meines Bauberichts über den Panzerkampfwagen 2 Ausführung C von Dragon im Maßstab 1:35. Ja, ich habe mir vorgenommen, einen Panzer 2 des Afrikakorps zu bauen, da das Thema bei mir modellbauerisch nach wie vor etwas zu kurz kommt und es auch schon eine ganze Weile her ist, seitdem ich einen Panzer 2 gebaut habe. Dragon bietet eine nette Auswahl an verschiedenen Panzer 2 Bausätzen, die aber fast alle ihre groben Macken haben, wie wir in diesem Baubericht auch noch zu Genüge sehen werden. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Modell schon fertig montiert und auch den Sockel sowie die Figur schon vorbereitet, sodass jetzt eigentlich alles bereit für die Lackierung ist. Um die Lackierung und Alterung kümmern wir uns aber erst im nächsten Teil dieses Bauberichts. In diesem Video hier möchte ich näher erläutern, wie man aus dem stellenweise recht fragwürdigen Bausatz mit völlig unbrauchbarer Bauanleitung trotzdem ein schönes Modell bauen kann. Der Bausatz ist auf jeden Fall nichts für Anfänger. Man muss wirklich wissen, was man tut, und trotz guter Vorbereitung kam das Projekt an mehreren Stellen einfach ins Stocken, weil selbst ich nicht mehr weiter wusste. Also liebe Leute, seid gewarnt und überlegt euch gut, ob ihr euch das antun wollt. Da die reguläre Kampfvariante des Panzer 2 Ausführung C von Dragon aus dem Jahr 2008 zurzeit nur zu Wucherpreisen zu finden ist, habe ich als Grundlage für mein Projekt den Panzerbeobachtungswagen 2 Ausführung C verwendet, welcher praktisch identisch ist und zu einem angemessenen Preis zu haben ist. Ich habe lediglich die Bauanleitung der Kampfvariante von SCAMEmates heruntergeladen und versucht, mich während der Montage daran zu orientieren, um aus der Beobachtungsversion die Kampfversion zu bauen. Ich hatte also 2 Bauanleitungen vor mir liegen, was einige Unklarheiten beseitigen konnte, aber eben nicht alle. Dazu aber mehr im Verlauf dieses Videos. Der Zusammenbau begann wie üblich mit der Unterwanne. Hier musste ich erstmal ein paar aufgeprägte Markierungen abschleifen, da diese später sichtbar sein würden und dank der Positionslöcher für die Teile H1 und H2 ohnehin überflüssig sind. Die Federpakete und Achsen wurden daraufhin, wie in der Anleitung angegeben, angeklebt. Das erste Scooby-Doo-Geheimnis dieses Projekts waren die Teile C12 und C13, welche zwar in der Bauanleitung bezeichnet, aber nicht abgebildet sind. Ich war damit ein bisschen überfordert und rätselte hin und her, wie diese beiden Teile wohl einzubauen wären. Dummerweise habe ich mich für diese Variante entschieden, die natürlich die falsche ist. Die Teile C12 und C13 sitzen nicht auf der Heckplatte, sondern auf der Unterwanne. Da muss man erstmal draufkommen. Ich konnte zum Glück meinen Fehler korrigieren und habe die Plastikstange C70 durch Messing-Rundmaterial ersetzt. Der Bausatz beinhaltet eine komplette Inneneinrichtung für den Kampfraum, auf deren Montage ich aber verzichtet habe, da davon später ohnehin nichts mehr sichtbar sein würde. Stattdessen habe ich gleich mit der Oberwanne weitergemacht, da kann ja nicht viel schiefgehen, oder? Hier hatte ich es mit einem weiteren Mysterium zu tun, dessen vollständige Entschlüsselung mir bis heute noch nicht gelungen ist, obwohl beim Bausatz der Kampfversion und der Beobachtungsversion der Spritzling N vollkommen identisch zu sein scheint, weist das Teil N29 für die Oberwanne trotzdem einen kleinen Unterschied auf. Bei der Kampfversion befindet sich dort ein Lufteinlass, bei der Beobachtungsversion eine kleine Klappe mit der Bezeichnung K9. Inwieweit es überhaupt relevant ist, kann ich nicht sagen. Ich habe den Bereich an meinem Modell jedenfalls mit etwas Zuladung abgedeckt, sodass dieser Unterschied nicht erkennbar ist. Ich denke, dass die Fahrzeuge des Afrikakorps aufgrund der Wüstenhitze etwas mehr Kühlung brauchten und daher dort ein zusätzlicher Lufteinlass installiert wurde, welcher bei den in Europa eingesetzten Fahrzeugen nicht vorhanden war. Wenn man dann die Oberwanne montieren will, hat man es gleich mit mehreren Fehlern und Problemen zu tun. Die beiden Halterungen N10 und N11 für die Schutzbleche sind leider vertauscht und den Schutzring für den Turmkranz sucht man bei der ursprünglichen Bauanleitung des Panzer 2 vergebens. Das Teil taucht einfach magischerweise auf. Die Lösung dieses Rätsels findet man in der Bauanleitung des Panzerbeobachtungswagen. Der Schutzring trägt die Bezeichnung N40. Spannend ist auch der Lufteinlass A26, welcher viel zu klein für die dafür vorgesehene Öffnung ist. Das bereitete mir etwas Kopfzerbrechen,
zumal auch andere Modellbauer anscheinend nicht so recht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Hier half wie so oft ein Blick auf einige Referenzfotos. Das Gitter sitzt einfach genau mittig in der Öffnung, links und rechts bleibt einfach so ein großer Spalt frei. Das war bei den echten Fahrzeugen halt auch so. Damit aber nicht genug. Das Teil A35, der innere Teil des Lufteinlasses an der Seite des Fahrzeugs, hat mich fast zur Verzweiflung gebracht. In der Bauanleitung sieht das Ganze ja recht eindeutig aus, aber Papier ist eben geduldiger als Plastik. Das Bauteil war deutlich zu lang, um in die Aussparung zu passen. Hierüber musste ich tatsächlich längere Zeit grübeln, da half auch kein Studium der Referenzfotos. Meine Lösung, von der ich nach wie vor nicht überzeugt bin, dass es die richtige ist, war folgende. Ich habe das Bauteil A35 einfach plan und mittig angeklebt und die große Spalte ignoriert. Tatsächlich wird diese Spalte später durch die Oberkante der Unterwanne vollständig verdeckt und es ergeben sich keine Passprobleme. Ob das dann so im Sinne des Erfinders ist, kann ich nicht beurteilen, aber es funktioniert. Ein weiterer Fehler aus der Bauanleitung des Panzerkampfwagen 2, welcher in der Anleitung des Panzerbeobachtungswagens korrigiert wurde, betrifft die Frontpanzerung des Aufbaus. In der ursprünglichen Anleitung wird nur die aufgenietete Zusatzpanzerung vorn am schrägen Teil des Aufbaus mit N5 bezeichnet, die Platte darunter trägt gar keine Nummer. In der Anleitung des Beobachtungswagens sieht man die korrekte Anordnung, Bauteil N5 ist Bestandteil des Aufbaus und Teil N6 ist die Zusatzpanzerung. Im Folgenden wurden diverse Staukästen und Werkzeuge auf den Schutzblechen befestigt. Hier habe ich mich nicht an die Bauanleitungen gehalten, sondern alles den Referenzfotos entsprechend angebracht. Je nach Einheit gab es kleine oder große Unterschiede bei der Zuladung und Ausstattung, die man, so gut es geht, berücksichtigen sollte, um ein möglichst vorbildgetreues Modell zu bekommen. Aus diesem Grund habe ich einige zusätzliche Staukästen und eine Kanisterhalterung angebracht, welche ich aus diversen Restteilen zusammengeschustert habe, um die Ausstattung der Fahrzeuge beim Afrika-Korps nachzubilden. Leider bleiben bei so einem Vorgehen manche vorgebohrte Positionslöcher auf den Schutzblechen ungenutzt, was ich immer als sehr störend empfinde. Mir persönlich wäre es am liebsten, die Bausatzhersteller würden gänzlich auf die Positionslöcher auf den Schutzblechen verzichten, denn diese kann man nicht einfach so mal eben verspachteln und verschleifen, ohne dabei die Anti-Rutsch-Textur zu zerstören. Wer unbedingt Positionslöcher braucht, der sollte sich gefälligst selber bohren. Das ist einfacher, als diese später zu verschließen oder abdecken zu müssen. Ich behelfe mich meistens damit, die ungenutzten Positionslöcher mit diverser Zuladung abzudecken. Wenn alles scheitert, nutze ich gerne kleine Stückchen dünner Bleifolie, welche kleine Lappen darstellen und solche Löcher elegant verdecken. Als nächstes habe ich mich um das Fahrwerk gekümmert, das war auch ein Quell besonderer Freuden. Zunächst einmal fiel mir auf, dass die Achsen für die Triebräder an den Gehäusen der Vorgelege viel zu lang waren. Ich habe die dafür in den beiden Bauanleitungen vorgesehenen Teile G1 und G2 verwendet und kann mir diesen Fehler nicht erklären, muss eigentlich ein Fehler ab Werk sein. Jedenfalls muss man die Achsen um mehrere Millimeter kürzen, damit die Triebräder mit den Laufrollen in einer Flucht sind. Der Bausatz kommt mit wunderschönen Magic Tracks, die toll detailliert sind und sich wie gewohnt auch gut montieren lassen. Das Problem ist nur, dass sie ganz und gar nicht auf die Triebräder passen wollen. Hier stimmt irgendwas mit der Teilung nicht. Ich bin zunächst davon ausgegangen, dass die Triebräder vielleicht die falsche Zahnzahl haben und habe mir zur Probe von T-Rex 3D gedruckte Triebräder bestellt. Leider passten da die Ketten genauso wenig, was wirklich sehr, sehr frustrierend war. An diesem Punkt war ich sehr dazu geneigt, es einfach so zu lassen, aber beim Thema Ketten nehme ich es dann doch immer recht genau und habe daher beschlossen, von T-Rex auch noch die 3D gedruckten Ketten mir zu holen. Entweder würden diese auf die Triebräder von Dragon oder auf die Triebräder von T-Rex passen. Auf jeden Fall müsste das Ergebnis besser sein als das, was Dragon ab Werk zu bieten hat. Beim Thema 3D gedruckte Ketten war ich zunächst etwas skeptisch, da meine erste Berührung damit keinen guten Eindruck hinterlassen hat. Für meinen Beute T60 habe ich gedruckte Ketten von Quick-Tracks verwendet, deren Montage allerdings ein kleines Desaster war. Die Kettenglieder waren sehr spröde und brachen oft,
Daher hatte ich bei den Ketten für den Panzer II zunächst auch kein gutes Gefühl. Meine Befürchtungen erwiesen sich aber als völlig unberechtigt. Die Montage verlief problemlos und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Erfreulicherweise passten die Ketten auch gleich auf die Triebräder von Dragon, sodass auch dieser Knackpunkt sofort erfolgreich gelöst war. Man fragt sich allerdings schon, wie so etwas überhaupt passieren kann. Von Dragon ist man eigentlich schon etwas Besseres gewohnt. Damit war nur noch der Turm zu montieren, wo es ausnahmsweise mal kein Rätselraten gab. Ich habe nur auf ein paar Komponenten der Innenausstattung verzichtet und die Kuppel so eingebaut, dass die Luke nach vorn öffnet und nicht zur Seite hin. Diese Konfiguration scheint bei den Fahrzeugen des Afrika Korps üblich gewesen zu sein und wurde dementsprechend auch am Modell so umgesetzt. Abschließend habe ich noch die Antenne in aufgerichteter Position eingebaut. Dafür habe ich nicht das Teil aus dem Bausatz verwendet, sondern es durch eine Messingantenne mit 3D gedrucktem Antennenfuß von Master ersetzt. Das Kunststoffteil aus dem Bausatz ist voll und ganz in Ordnung, aber ich habe in den letzten Monaten eine Art Antennenfetisch entwickelt und ersetze mittlerweile fast alle Antennen durch Messingteile aus dem Zurüstmarkt. Damit ist zum Zusammenbau des Panzerkampfwagen II Ausführung C alles gesagt. Ich habe mich hier auf die wesentlichen Dinge beschränkt und habe vor allem versucht, die Lösungen für die zahlreichen Probleme während der Montage klar und logisch zu erklären. Wenn man von den vielen Fehlern in der Bauanleitung, den nicht brauchbaren Ketten und einigen fragwürdigen Entscheidungen bei der Konstruktion absieht, dann ist der Bausatz immerhin als passgenau und gut detailliert zu bezeichnen. Der Spaß bleibt allerdings etwas auf der Strecke, denn bei jedem Bauschritt musste ich meine beiden Bauanleitungen vergleichen und bei den vielen Unklarheiten erstmal ordentlich recherchieren. Das kostet Nerven und verzögert alles. Ich denke, die meisten Modellbauer haben nicht unbedingt Lust drauf, sich so tief hineinzufuchsen und sind möglicherweise auch überfordert mit dieser besonders schlechten Bauanleitung von Dragon. Die Panzer II Bausätze von Dragon sind eigentlich alle mit Problemen behaftet. Der Marder II zum Beispiel hat mich gänzlich zur Kapitulation gebracht. Konstruktiv gesehen sind die Bausätze ein Desaster und dank extra schlechter Bauanleitungen hat man selbst als versierter Modellbauer eine gehörige Herausforderung vor sich. Daher sollte man sich vorher immer gut informieren und auf allerlei Probleme gefasst sein, wenn man sich so einen Bausatz vornimmt. Ein entspanntes Bastelerlebnis kann man auf jeden Fall vergessen. Gut, der Zusammenbau des Panzer II wäre also soweit erledigt. Wie schon anfangs erwähnt, möchte ich einen Panzer II des Afrika Korps darstellen und dazu gehört, wie bei meinen anderen Modellen auch, ein obligatorischer Sockel und darauf möchte ich auch noch kurz eingehen. Die Grundlage für den Sockel bildete ein Holzbrett. Ich wähle die Größe des Holzbretts in der Regel so, dass das Fahrzeug ohne Überhang gut darauf Platz hat, ohne dass dabei zu viel ungenutzter Raum entsteht. Natürlich hat man nur in seltenen Fällen das perfekt dimensionierte Holzbrett parat, weshalb man zum meisten Brett mit der Säge entsprechend zuschneiden muss. Ich nutze dafür sehr gerne eine Stichsäge oder meine kleine Bandsäge. Ein Sockel wirkt meistens optisch interessanter, wenn er etwas Höhe und Volumen hat. Um etwas mehr Höhe und Volumen zu gewinnen, habe ich mir einige Balsaholzplatten passend zugeschnitten und diese mit der Holzplatte zu einem oben offenen Kasten verleimt. Klebeband hält das Ganze in Form, bis der Leim trocken ist. Der innere Bereich wurde dann mit Styroporplatten aufgefüllt, die ebenfalls mit Holzleim eingeklebt wurden. Nach der Trocknung wurde der Balsaholzrahmen entsprechend getrimmt und die 4 Ecken verspachtelt und verschliffen, damit alles ordentlich aussieht. Für einen stabilen Untergrund sorgte etwas Mörtel, welcher direkt auf dem Styropor verteilt wurde. Nach der Trocknung habe ich dann auf den sehr harten und griffigen Untergrund noch eine Schicht Modelliermasse von Stettler aufgetragen. Bei Wüstenszenen neige ich dazu, die Bodentextur schon vor dem Lackierungsprozess zu erzeugen. Das ist so eine Angewohnheit von mir, die weder besondere Vor- noch Nachteile hat. Dazu streiche ich die Oberfläche zunächst mit reichlich verdünnten Holzleim ein und streue dann diverse Steinchen und fein gesiebte Erde darüber. So habe ich schon mal eine gute Basis für unsere Wüstenszene und kann zu einem späteren Zeitpunkt ergänzend nochmal etwas mehr Sand und Geröll auf dem Sockel verteilen, sofern dies eben nötig sein sollte. Wie gesagt, mein Vorgehen bietet keine besonderen Vorteile.
ich mache das einfach so. Man könnte den Untergrund auch in einem Zug und direkt herstellen, aber bei Wüsten mache ich das gerne schrittweise. Zu guter Letzt wäre dann noch die Figur zu erwähnen. Diese besteht aus Resin und kommt von der wohlbekannten Marke Alpine. Die Qualität der wenigen Bauteile war wie gewohnt makellos und der Zusammenbau eine Frage von Minuten. Ich habe nur die Übergänge an den Armen und Schultern mit etwas Mr. Surfacer behandelt, um die winzigen Fugen zwischen den Bauteilen zu verdecken. Eine so wunderschön detaillierte Figur wie diese ist das geeignete Beiwerk für so ein Modell und haucht der Szene, in der eigentlich gar nicht so viel passiert, gleich etwas mehr Leben ein. Gut, damit wäre soweit alles Relevante über dieses Projekt gesagt und ich kann mich als nächstes der Lackierung und Alterung des Modells, des Sockels und der Figur zuwenden. Dazu erfahrt ihr mehr im zweiten Teil meines Bauberichts. Ich hoffe, ihr fandet den ersten Teil soweit interessant und hilfreich und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mal auf meiner Patreon-Seite vorbeischauen würdet und mich da auch ein bisschen unterstützt, denn das motiviert mich und ja, hilft mir auch dabei, solche Videos zu produzieren und solche Modelle zu bauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.